Ja, herzlich willkommen hier zu meinem neuen Video. Diesmal nicht von der Carivo Lodge, sondern diesmal war ich mit Hanjos Mutter Karin, Lori und 2 Gästen aus Deutschland, Susanne und Jürgen, auf einem kleinen Trip unterwegs. Wir sind für 3 Tage in den Süden von Namibia gefahren. Wir sind von Windhoek über Rehoboth, Solitaire in die Sossusvlei Dune Lodge im Sossusvlei gefahren. Das war Teil 1 von unserem Trip. Wir haben den Spreezugde-Pass überfahren. Das war ein atemberaubender Moment, über diese Kuppe rüber zu fahren und dann in diese Weite zu sehen. Wir haben dann da eine kleine Pause gemacht und haben einfach die Aussicht genossen. Wir haben unterwegs verschiedene Tiere gesehen, Kudus, Oryx, Springböcke, aber auch diese Riesennester von Webervögeln. Die Fahrt war echt lang. Wir sind zum Sonnenaufgang losgefahren von der Carivo Lodge und waren dann gegen 16 Uhr an der Sossusvlei Dune Lodge. Hier hat jeder seinen eigenen kleinen Bungalow bekommen mit einer richtig schönen Aussicht in die Wüste. In der Sossusvlei Dune Lodge haben wir aber nicht viel Zeit verbracht, denn wir haben nur kurz ausgepackt, haben uns unsere Badesachen angezogen und sind dann in den Sesriem Canyon gefahren. Das ist ungefähr 10 Minuten entfernt von der Sossusvlei Dune Lodge. Und da steht seit 20 Jahren circa mal wieder so viel Wasser drin, dass man auch da drin schwimmen kann. Und dann sind wir den Canyon runtergeklettert und auf dem Grund schwimmen gegangen. Kurzer Fun Fact, der Name Sesriem Canyon ist so entstanden, und zwar bedeutet Sesriem auf Afrikaans 6 Riemen. Und zwar hat man früher 6 Riemen, mit der man Kühe angebunden hat, gebraucht, um vom Canyongrund Wasser nach oben zu ziehen. Deswegen Sesriem bedeutet 6 Riemen. Nach unserem kleinen Schwimmausflug in den Sesriem Canyon wollten wir eigentlich noch zu einem schönen Sunset Point fahren. Wir waren aber ein bisschen zu spät dran, deswegen sind wir dann einfach links rangefahren. Links ranfahren klingt komisch, aber in Namibia ist Linksverkehr. Deswegen sind wir an den linken Straßenrand gefahren und haben uns dann dort den Sonnenuntergang angeguckt. Und diesen Sonnenuntergang hat jeder auf seine eigene Art genossen. Am nächsten Morgen sind wir dann um 5 Uhr von der Sossusvlei Dune Lodge zum Sossusvlei gefahren. Das hat so ungefähr 1 Stunde gedauert. Unser Ziel war es, den Big Daddy zu erklimmen. Der Big Daddy ist eine der höchsten Dünen von Namibia und wir wollten zum Sonnenaufgang oben auf der Spitze sein. Der Big Daddy ist fast 400 Meter hoch. Das war echt anstrengend, diese Düne hochzuwandern. Das war ein Schritt vor, ein halber wieder zurück. Wir waren echt fertig, als wir oben angekommen sind. Aber es hat sich richtig gelohnt. Weil wir so früh an der Düne waren, war der Sand noch richtig, richtig kalt. Klingt komisch, aber in der Nacht wird es in der Wüste richtig kalt. Und der Sand, wir sind barfuß gelaufen, der Sand hat sich angefühlt, als ob man auf Schnee läuft, so kalt war da. Deswegen hatten wir auch erstmal lange Klamotten an, weil es echt noch kalt war. Normalerweise ist im Sossusvlei nicht so viel Wasser, aber wir hatten hier in Namibia eine gute Regenzeit und deswegen stand da unten noch so viel Wasser. Und diese riesen Wasserfläche, die war eigentlich mal viel größer und auch auf der linken Seite, aber hier hat sich eine Düne aufgebaut und hat im Prinzip diesen Bereich in 2 Teile getrennt. Und auf der linken Seite, das ist der sogenannte Dead Vlei, da kommt jetzt kein Wasser mehr hin. Und im Dead Vlei ist der Boden ziemlich trocken und die Bäume, die dort stehen, die überleben diese langen Trockenzeiten und die ziehen sich das bisschen Wasser, was im Boden ist, mit ihren langen Wurzeln. Für den Aufstieg auf
Den Big Daddy haben wir ungefähr 1,5, 2 Stunden gebraucht, weil wir einen falschen Weg gegangen sind. Der Abstieg, der hat tatsächlich nur 15, 20 Minuten gedauert, weil wir den Big Daddy direkt auf dem direkten Weg runtergelaufen sind in den Dead Flay. Unser Trip war leider ein bisschen hektisch. Als wir aus dem Sausage Flay wieder zurück an der Lodge waren, haben wir schnell geduscht, haben unsere Sachen zusammengepackt und sind dann weiter in Richtung unserer nächsten Übernachtungsmöglichkeit gefahren. Und zwar das Hideout Farmhouse im Nami Brand Naturreservat. Das war nur eine 1,5, 2 Stunden Fahrt, das war nicht so lange. Aber auf dem Weg haben wir wieder sehr viele Tiere gesehen, Zebras, Oryx und Springböcke. Miau! Interessiert keinen. Hey! Zebras! Wow. Wow, wow, wow. Wir sind tatsächlich auf dieser relativ kurzen Fahrt ziemlich oft angehalten. Es hat das ein bisschen verzögert, weil alle ziemlich gerne fotografieren und wir für fast jedes Tier angehalten sind, um schöne Fotos oder Videos zu machen. Am Farmhaus angekommen war es auch schon relativ spät. Wir haben dann noch Kaffee und Kuchen zu uns genommen, denn der Tag war Hanjos Geburtstag. Der war natürlich gekrönt mit diesem wunderschönen Ausblick vom Big Daddy im Sausage Flay. Nach dem Kaffee und Kuchen und nach dem gemütlichen Ankommen war dann auch schon wieder der Sonnenuntergang soweit, den wir uns natürlich alle zusammen mit einem kühlen Getränk angeguckt haben. Danach haben wir dann ein Feuer in der Feuerstelle angemacht und haben zusammen gegrillt und gemütlich zusammen Abend gegessen. Danach sind wir sehr früh schlafen gegangen, weil wir schon früh auf den Beinen waren, aber weil wir für den nächsten Tag für um 7 Uhr morgens eine Fahrt durch das Gebiet gebucht hatten. Deswegen mussten wir da wieder früh aufstehen und der Schlaf war auch dringend nötig. Am nächsten Tag sind wir dann, wie gesagt, um 7 zum Game Drive durch das Gebiet um das Farmhaus aufgebrochen. Wir sind 2 Stunden mit einem Guide durch die Gegend gefahren, der uns die verschiedenen Pflanzen und Tiere gezeigt hat. Und das hat sich echt gelohnt, weil das Licht so früh morgens echt richtig, richtig schön war. Und die Weite so angeleuchtet hat und das Gras angeleuchtet hat und die Berge angeleuchtet hat. Und es war richtig, richtig schön.
Als wir zurück waren, haben wir gemütlich gefrühstückt und haben dann zusammengepackt. Nach dem Frühstück haben wir uns dann nochmal schnell geduscht und haben uns dann zurück auf den Weg nach Windhoek gemacht mit einer kleinen Pause in Marienthal. Ich habe dann nicht mehr ganz so viel gefilmt, weil es nicht mehr so Spektakuläres gab und es einfach auch eine echt lange Fahrt war und wir echt richtig müde waren. Auch wenn es 3 kurze und knackige Tage waren, war es richtig schön, hier aus der Lodge mal rauszukommen und mal andere Teile von Namibia zu sehen. Ich habe mich sehr darüber gefreut, dass Hanjo mich gefragt hat, ob ich mitkommen möchte. Bin ich sehr dankbar dafür. Und es hat sich auf jeden Fall sehr gelohnt. Und ich hoffe, euch gefallen die Bilder, die ich gefilmt habe. Und wenn euch das Video gefällt, dann lasst gerne einen Daumen hoch da, ein Abo und wenn ihr irgendwelche Anregungen oder Fragen habt, dann kommentiert es gerne unten in den Kommentaren. Ansonsten bedanke ich mich fürs Zuschauen. Tschüss!